Hi Leute, ich bin Melli. Und ich bin der Rico und heute passiert das. Wir werden Messungen durchführen, eine Drohne steigen lassen, mit einem 3D-Scanner ein Gebäude erfassen, die Daten auswerten und erfahren, wie Daten für die Stadtplanung genutzt werden. Außerdem sprechen wir mit einem aktuellen Azubi und zeigen euch die Benefits und was ihr mitbringen solltet, um hier richtig zu sein. Also los geht's beim Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Dortmund. Ja, hi Rico, hi Melli, ich bin's Jan. Schön, dass ihr hier seid bei uns im Vermessungs- und Katasteramt. Ich würde euch jetzt eure Ausrüstung geben, einen kurzen Überblick und dann können wir schon loslegen. Dann kommt mal mit. Zuerst gab uns Jan Warnwesten und Sicherheitsschuhe. Und dann eine Übersicht über die nächsten 2 Tage. Also los geht's! Die Ausrüstung wird abgeholt und verstaut. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zur Baustelle. Wir machen eine topografische Aufnahme und später machen wir sogar eine Aufnahme mit einer Drohne. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, wir sind jetzt hier bei unserer Tagesbaustelle angekommen, bei der ersten für heute. Ich habe euch mal den Übersichtsplan ausgedruckt, damit ihr gleich sehen könnt, was der Auftraggeber alles fordert. Als markante Punkte zählen für den Auftraggeber Laternenmasten, Fahnenmasten, Mülleimer, Fahrradabstellanlagen oder auch Kanaldeckel oder Schieberdeckel. Das wird dann wichtig später für die Kollegen im Innendienst. Das markieren wir denen auch noch, in welchem Geländebereich wir die Punkte aufgenommen haben. Und dann würde ich sagen, dann können wir gleich loslegen. Würdet ihr die Aufnahme auch machen, wenn es jetzt regnen würde? Wenn es nicht super in Strömen regnet, dann würden wir die Arbeiten immer wieder so durchführen. Also, auch bei Wind und Wetter geht's raus. Aber heute haben wir Glück. Ja, dann würden wir jetzt hier vorne direkt einmal den ersten Punkt hinhauen. Ihr setzt also die Zange an. Im nächsten Schritt, damit wir den auch gleich wiederfinden, wenn wir die GNSS-Messung machen, markieren wir den noch farblich mit einem Kreis und mit einer 1. Und dann können wir gleich den nächsten Bolzen machen. Und Rico, du würde ich sagen, fängst an. Also schlagen Rico und ich jeweils einen Bolzen ein. Diese werden dann markiert. Und dann können wir jetzt anfangen, unser GNSS-Gerät aufzubauen. Dann müssen wir noch mal kurz zum Auto zurück. Also, die Messung ist vorbereitet. Jetzt holen wir das Material und zurück zum ersten Punkt. So Rico, dann würde ich dich erstmal einmal bitten, dass du den Gurt anlegst. Du fängst an mit der ersten GNSS-Messung. Die Ausrüstung wird angelegt, das Stativ wird lotrecht auf dem Bolzen positioniert, die Libelle wird korrekt eingestellt und das Dreibein nachjustiert. Nun wird das Programm gestartet. Eine Verbindung mit dem GNSS-Empfänger ist hergestellt und Satelliten werden angezeigt. Und wir sehen jetzt quasi hier in diesem Feld, dass wir im Moment über dem Horizont 30 Satelliten quasi sehen können, beziehungsweise wir können die Signale von denen empfangen, weil alles, was hinter der Horizontlinie liegt, davon können wir auch keine Signale mehr empfangen. Von diesen 30 haben wir jetzt bei 26 von den 4 Anbietern eine Verbindung hergestellt. Und jetzt müssen wir quasi diesen Punkt einmal messen. Das bedeutet also, in 15 Sekunden messen wir bei dem ersten Durchgang 15 Mal diesen Punkt. Und dann kannst du jetzt hier drauf gehen und darauf klicken, dann löst du jetzt die Messung aus. Jetzt hat er die Messung ausgelöst für diesen Punkt. Wir haben jetzt einen ersten Wert. Jetzt bauen wir den Empfänger ab und gehen zum nächsten Punkt. Und da würde ich vorschlagen, machst du das dann einmal, Melli. Gesagt, getan. Das Gerät wird angelegt und jetzt bin ich an der Reihe. Diese 3 Punkte werden angesteuert und mit dem GNSS-Empfänger vermessen. Die GNSS-Messung hilft uns, ein Festpunktfeld in einem globalen Koordinatensystem anzulegen. Diese Festpunkte sind Referenzpunkte, die wir später für andere Messungen verwenden können, wie zum Beispiel für die Tachymetermessung. Daher nutzen wir nun zusätzlich das Tachymeter, mit dem wir Höhen und Strecken zu den einzelnen Festpunkten messen. Nachdem Yannick das Tachymeter aufgebaut hat, erklärt er uns auch schon, wie genau das Tachymeter funktioniert. Und jetzt wäre das Gerät erstmal einmal horizontiert, damit könnte man jetzt losmessen. Wir haben ja dann jetzt einmal hier den Stab mit dem Prisma. Der ist quasi immer mit dem Tachymeter verbunden. Und wir fangen dann jetzt erstmal einmal an und würden die Nägel, die wir gerade mit GPS aufgemessen haben,
würden wir einmal mit dem Stab aufhalten und dann misst das Gerät einen Winkel und Strecken oder 2 Winkel und eine Strecke zu dem Prisma und daran kann das dann die eigene Koordinate bestimmen und auch die Winkel zu den Punkten, die wir neu messen wollen. Dann gehen wir erstmal los zu den Nägeln. So, jetzt sind wir hier an dem ersten Punkt, den wir mit dem GPS gelegt haben. Den müssen wir jetzt dann einmal auch mit dem Tachymeter aufmessen. Der Prismenstab wird auf dem Bolzen platziert und eine Verbindung wird hergestellt. Jetzt sucht das Tachymeter das Prisma. Und jetzt kannst du da einmal auf Messen drücken und jetzt misst das Gerät dann die Distanz zu dem Prisma und die Winkel, weil das Gerät einen Horizontalwinkel hat, dadurch kann das den Winkel zu dem Stab messen und dann halt auch zu dem Nagel, den wir mit GPS gemessen haben. Und jetzt müssen wir dann weitergehen zu den 2 weiteren Punkten und die ebenfalls so aufmessen. Nun messen wir die Neupunkte, damit wir diese später in die Karte aufnehmen können. In unserem Fall die Eckpunkte dieser Bank. Perfekt, jetzt sind die beiden Punkte in der Karte und jetzt können wir die anderen Bankecken auch noch mit aufnehmen. Nachdem wir alle wichtigen Punkte gescannt haben, geht's weiter zur Drohnenaufnahme. Melli und Rico, jetzt sind wir ja hier angekommen bei unserem nächsten Projekt, unserem Drohnenflug, was wir noch später im Innendienst benötigen. Ihr habt ja heute Morgen von unserer Drohnenbeauftragten im Fachbereich schon die Unterweisung bekommen, dass ihr also auch diese Drohne gleich fliegen dürft. Wir benötigen noch ein Luftbild für den Kollegen im Innendienst und ich würde dich bitten, Rico, leg mal unser Landepad aus. Melli, dich würde ich bitten, mach einmal schon mal die Fernbedienung an. Genau. So, dann schalte ich jetzt die Drohne hier über den Knopf ein. Jetzt kann ich hier das Foto auslösen. Ich kann auch die Kamera einmal drehen, dass wir vertikal oder eine horizontale Aufnahme machen können. Ich kann auch ein Video machen. Ja, und dann würde ich gleich einfach der Drohne den Befehl geben, dass sie von selber wieder bei unserem Startpunkt landen soll. Nun zeigt uns Mirko, wie die Karten verwendet werden. Hi ihr beiden. Hi. Ja, jetzt zeige ich euch quasi, was ihr mit den aufgenommenen Daten vom Westfalenpark noch machen könnt. Wie ihr, wie schon gesagt, sehen könnt, sind das die aufgenommenen Daten von uns noch ein bisschen aufbereitet, um das dem Bürger oder generell euch jetzt quasi besser verständlich zu zeigen anhand von Symbolen. Wie man hier sieht, suche ich die Symbole aus, um halt den Bürger oder euch schon näher zu bringen, dass man das auch versteht, um was es sich handelt. Wie in dem Fall um eine Bank. Genau, die Daten, die haben wir ja quasi vom Herrn Fass bekommen, ohne jegliche Information, nur dass die halt aufgemessen worden sind und die Standorte sieht man ja hier. Und ich habe dann anhand der Standorte die Informationen zugepackt, um dann besser später für den Bürger oder auch für den Auftraggeber verschiedene Layer zu konzipieren, um die an- und auszuschalten. Es kann gut sein, dass der Bürger sagt, pass auf, wir packen jetzt Fahnenmast, Bank etc. rein, aber ich will das dann Punkt 1, Punkt 2 nicht haben, weil mir die Bänke jetzt auf einmal nicht gefallen oder zu viele Daten sind. Nun geht es zu Daniel, der uns einen mobilen Laserscanner zeigt. Und jetzt zeige ich euch mal erstmal unser neues Gerät, das neueste von der Stadt. Das ist ein mobiler Laserscanner von der Firma Zoller-Fröhlich. Der ist hier als Rucksacklösung, das heißt, wir können den gleich auf den Rücken schnallen und können damit Aufnahmen tätigen und hier durch die Baustelle laufen. Der macht auch hier mit Fotos in beiden Richtungen und das ist unser Scanner. Der scannt dann den ganzen Bereich vollumfänglich ab. Ja, und gesteuert wird das Ganze mit dem Tablet. Dann können wir das sehen, was wir aufgenommen haben und können dann den ganzen Bereich uns anschauen und auch wissen immer, wo wir sind. Ich zeige euch gleich, wie man den Rucksack einstellt und dann können wir schauen, dass wir gleich messen können. Während des Scans achten wir darauf, ein gleichmäßiges Tempo beizubehalten, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Wenn spezielle Details erfasst werden müssen, halten wir an und drehen uns, um diese Punkte genau zu scannen.
Nachdem wir alle unsere nötigen Punkte gescannt haben, können wir unsere gelaufene Strecke auf dem Tablet direkt nachverfolgen. Einmal ist hier die Spur, die man gelaufen ist, so als Überblick, und man sieht auch im 3D, was man alles gemessen hat. Ne? Letztendlich hat aber die Punktwolke hinterher jetzt nicht eine Farbe. Wir haben eine eingefärbte Punktwolke. Das heißt, du bist irgendwo im Raum, du siehst das, als wenn du quasi im Büro, kannst du angucken, als wenn du hier drin bist mit der Farbe. Hier ist jetzt alles grau, ne? Aber gerade so grüne Blätter oder Kirchen, auch sowas können wir damit erfassen. Baustellen, hier ist gerade so Soll-Ist-Vergleichen in den Baustellen. Da können wir alles uns angucken. Das ist ein Plan, geplant, und wir bilden den Ist-Zustand ab, ja, den Ist-Zustand, und legen den Baukontrolle gegenüber. Wenn du jetzt alleine bist auf einer Baustelle, dann läufst du hier rum und ganz alleine und nimmst das auf. Okay. Und ja, letztendlich als Auszubildender bin ich natürlich am Anfang dabei und bin in der Nähe, und wenn Fragen sind, dann ist das klar, dann rufst du mich, aber sonst ist das so ist das sonst aufgebaut, als Ein-Mann-Laufstation. Und jetzt bin ich dran. Auch ich darf den 3D-Scanner ausprobieren. Ja, sag mal, wie fandest du es? Also mir hat es richtig Spaß gemacht, dieses Hin- und Herlaufen, die Technik dahinter, das ist echt Wahnsinn. Was sagst du denn dazu? Ja, ich fand das total geil. Also gerade dieser 3D-Scan und dann im Endeffekt zu sehen, okay, wo ist man überall hergelaufen, also das fand ich schon echt super. Und gerade zu wissen, dass man wirklich 100.000 € auf dem Rücken hat, ja, das ist schon eine Hausnummer. Was hat er nochmal gesagt? 2 Tage brauchen die für die Arbeit? Ja, genau. Er meinte, 2 Tage brauchen die für die Arbeit. Nur durch dieses Gerät brauchen sie jetzt nur 1 Stunde bis 1,5 Stunden. Und dann ist dieses ganze Gebäude, wo wir jetzt gerade drin sind, halt komplett gescannt. Boah, Wahnsinn. Also mir hat es richtig Spaß gemacht heute. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall auch auf die nächste Zeit. Nachdem wir im Erdgeschoss alles abgebaut haben, geht es nun für uns ins Obergeschoss. Angekommen im Obergeschoss zeigt uns Daniel, wie derselbe Scanner, den wir im Erdgeschoss benutzt haben, auch als terrestrischer Laserscanner funktioniert. Mit ihm können wir spezielle Punkte wie Fahrstühle noch genauer und zuverlässiger messen. Der Scanner wird nun horizontiert. Aufgrund der IMU erhält der Scanner die notwendige Unterstützung, um seine Position auch millimetergenau zu erfassen. Der Laserscanner dreht sich während des Scans um die eigene Achse und macht dabei Fotos und Graustufenbilder von der gesamten Umgebung. Die farbige Auswertung passiert später am Computer. Dort arbeiten wir mit einer speziellen Rechenleistung, um ein detailliertes Modell zu erstellen. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Hat uns auf jeden Fall sehr Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal. Ja, gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Kommt vorbei, und ich zeige euch gerne noch weitere Sachen. Das ist nicht nur Scanning, Tachometer, wir haben so viel. Hat mir auch Freude gemacht. Ich bringe euch noch raus, wir müssen mal den Regen aufpassen und dann gucken wir. Nun treffen wir Anna. Sie ist für die Auswertung der Daten im Innendienst zuständig. Und wie hat es euch bisher gefallen? Also mir hat es richtig gut gefallen. Wir waren im Außendienst auf so einer Baustelle und haben mit dem Laserscanner ein paar Aufnahmen gemacht. Und da bin ich sogar mit so einem Rucksack rumgelaufen, hin und her. Ja, war schon echt cool. Ja, ich fand es auf jeden Fall auch super. Gerade im Westfalenpark die unterschiedlichen Punkte und Stellen zu scannen. Und dabei haben wir auch natürlich auch jede Wetterbedingung erlebt. Und ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Schön. Und wie man die Laserscans auswertet, die ihr aufgenommen habt, das zeige ich euch jetzt. Warum wird ein Gebäude überhaupt mit dem Laserscanner erfasst? Wir wollen einen sogenannten digitalen Zwilling erstellen. Das heißt, das Gebäude, wie es draußen vor Ort steht, haben wir dann digital im Büro am Computer und können uns das angucken und gegebenenfalls neue Wände oder neue Einrichtungsgegenstände planen. Hier auf dem Bildschirm seht ihr jetzt ganz viele rote Punkte. Das sind die Scannerstandorte, wo der Scanner jeweils eine kleine Punktwolke erzeugt hat. Und diese ganzen Scannerstandpunkte sind durch grüne Verbindungen verbunden worden. Und wie die entstanden sind, das würde ich euch auch kurz zeigen. Dort wird dann quasi mit der Cloud-to-Cloud-Methode die beiden Punktwolken verbunden. Man sieht ähnliche Strukturen, also man erkennt, dass diese Wand identisch zu dieser Wand ist und deshalb schiebt man die beiden Punktwolken übereinander und kann sie so verbinden. Wenn wir damit optisch zufrieden sind, drücken wir auf den Knopf Verbinden und Optimieren und bekommen eine Angabe, wie gut diese beiden Punktwolken übereinander passen. In diesem Fall ca.
89%. Was passiert mit den restlichen 11%? Genau, gute Frage. Das ist so, dass wenn wir von dem einen Standpunkt eine Punktwolke erzeugen und von dem anderen Standpunkt eine Punktwolke erzeugen, dann sieht dieser Standpunkt noch ein bisschen mehr Umgebung, die dieser Standpunkt gar nicht sieht. Und das sind dann halt die Reste, die überbleiben und die nicht vernünftig verbunden werden können. Genau, wenn mir dieser Prozentsatz gut passt, dann kann ich OK sagen und habe am Ende eine grüne Verbindung. Wenn alle Verbindungen grün sind, dann bin ich zufrieden. Wenn es noch gelbe oder rote Verbindungen gibt, dann muss ich mir die nochmal anschauen und nochmal überprüfen. Die Punktwolke soll häufig auch georeferenziert werden, was bedeutet, dass jeder einzelne Punkt eine Koordinate bekommt, die dann im Landeskoordinatensystem wiederzufinden ist. Dazu wird jeder einzelne Standpunkt nochmal angewählt und sich angeschaut. Vor Ort sind so DIN A4-Zettel aufgehangen worden, auf dem so ein schwarz-weißer Target abgebildet ist. Dieser wird dann hier einmal gepickt und dient dann halt der Georeferenzierung. Am Ende, wenn ich da jeden Standpunkt durchgeschaut habe, kann man sich die komplette Punktwolke anschauen. Ich kann auch reinzoomen in das Gebäude und befinde mich quasi im Gebäude und kann mich dort umsehen. Wie kommt es zustande, dass die umliegenden Gebäude gescannt werden? Ihr wart ja jetzt in eurem Außendiensttag, als ihr das begleitet habt ihr nur innen gescannt. Häufig geht das aber auch noch viel weiter, weil man ein ganzes Gebäude häufig nicht an einem Tag schafft. Und dann haben die Kollegen auch noch draußen vor der Tür auf der Straße gescannt. Und dort wird natürlich die ganze Umgebung noch mit aufgenommen. Und zuletzt besuchen wir noch das Fritz-Hensler Berufskolleg. Hierzu haben wir ein paar Fragen für einen aktuellen Azubi vorbereitet, um noch mehr über die Ausbildung zu erfahren. Ja, hi Lars, schön, dass wir hier heute zusammengekommen sind. Ich hätte ein paar Fragen an dich. Würde direkt damit starten, wie dein schulischer Alltag so aussieht. Die Schule beginnt um 8 Uhr, geht bis 14:45 Uhr. Im theoretischen Teil lernt man unter anderem was über Liegenschaftsvermessungen, Lageplan zu Bauantrag. Und den theoretischen Teil, den man in der Schule lernt, setzt man dann im Amt in die Praxis um. Eine weitere Info ist, dass die Geomatiker am Ende des ersten Lehrjahres nach Hagen wechseln in die Berufsschule und die Vermessungstechniker hier im Fritz-Hensler Berufskolleg bleiben. Welche Interessen sollten die Bewerbenden für den Beruf haben? Müssen Spaß an Mathe haben, müssen auch technisches Wissen haben und auch Lust haben, sich fortzubilden und auch wieder Lust an neuen Sachen sich ranzutasten. Wieso hast du dich ausgerechnet für die Ausbildung bei der Stadt Dortmund interessiert? Bei der Stadt Dortmund habe ich das Gefühl, ich habe einen sicheren Arbeitsplatz. Und da die Stadt sehr breit gefächert ist, kann ich in mehrere Bereiche reinstuppern und mir den besten oder für mich den besten Job aussuchen. Würdest du wieder die Ausbildung bei der Stadt Dortmund machen? Ich will die Ausbildung nochmal zum Vermessungstechniker machen bei der Stadt, da es mir einfach Spaß macht, ich gute Kollegen habe und einfach einen sicheren Arbeitsplatz habe. Ja, wir sind ja wieder zurück im Vermessungs- und Katasteramt. Wie fandest du denn das Gespräch mit dem Lars? Das Gespräch mit Lars fand ich super, gerade zu sehen, wie vielfältig die Ausbildung ist, dass man Interesse an Mathe haben muss, dass man technisch versiert sein muss und dass man Interesse hat, im Team zu arbeiten. Das fand ich schon echt spannend. Hi Billy. Hi. Hi Rico, schön, Hi. dass ihr wieder zurück seid. Ja, danke. Ja, Melli und Rico, wie fandet ihr denn jetzt die letzten beiden Tage bei uns im Haus? Also uns hat es sehr gut gefallen. Wir sind sehr begeistert von euch. Das Team ist super. Wir haben uns super aufgehoben gefühlt. Und ja, der Beruf ist cool, sehr abwechslungsreich. Genau. Ja, ich kann mich da auf jeden Fall nur anschließen. Super Team, super Leute hier und ja, hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Okay, und gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Ja, ich hätte noch eine Frage. Und zwar das Vermessungs- und Katasteramt. Wie würdest du das so in deinen eigenen Worten beschreiben? Die Abteilung Vermessung gewinnt im Außendienst Geodaten, die werden dann im Innendienst weiterverarbeitet und diese dienen dann als Grundlage für die Planung, für den Bau und die Stadtentwicklung oder auch für eine zukunftsfähige Kommune, dass wir da sehr gut aufgestellt sind in der Zukunft. Und wie kann ich mir das bildlich vorstellen? Der einfachste Weg ist eigentlich immer, Melli und Rico, um euch das mal bildlich darzustellen. Wenn ihr euch die Erdoberfläche als ein riesiges Puzzle vorstellt, sind wir dafür zuständig, Ordnung in dieses Puzzle reinzubringen, dass jedes Teil immer genau an der richtigen Position liegt.
Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall bei uns wart in den letzten beiden Tagen, dass ihr in unseren Berufsalltag reinstuppern konntet. Wir möchten uns auch bedanken, dass ihr so gut mitgearbeitet habt und vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Ja, an euch auch nochmal ein großes Dankeschön. Wir haben auf jeden Fall in den letzten 2 Tagen nochmal einige Einblicke gewonnen und hatten auf jeden Fall auch sehr viel Spaß dabei. Also, wenn auch du technisch begabt bist, gerne projektbezogen arbeitest, teamfähig bist und Interesse an Mathematik hast, dann bist du hier genau richtig. Zu den Benefits gehören unter anderem ein sicherer Arbeitsplatz, Übernahmegarantie und gute Ausstiegschancen. Wenn du dich informieren möchtest, schau gerne unter dortmund.de/karriere. Wir hoffen, wir konnten euch gute Einblicke geben und vielleicht sieht man sich bei der Stadt Dortmund.